So, hallo, hier ist wieder euer Happy von der ersten Etappe des Jakobsweges zurück, also Pamplona Burgos. Ja, was habe ich zu berichten? Ich habe hier einen kleinen Notizzettel. Ja, Punkt 1, Planung und Wirklichkeit. Zu 80% ist das eingetroffen, was ich geplant hatte. Es ist nicht alles eingetroffen, beziehungsweise es war dann vor Ort nicht alles so wie geplant. Wegen der Kilometeranzahl pro Tag war ich zu positiv gestimmt zu Hause. Vor Ort schafft man das sehr schwer, vor allem in der Nachsaison, auch witterungsbedingt. Ich hatte dann Probleme mit, vor allem mit dem rechten Fuß, teilweise auch mit dem linken. Also auch was die Kosten anging, war ich dann im Endeffekt über meinem Kostenlimit. Das mit dem Gepäck vielleicht etwas zu gut gemeint. Also mit der Hälfte der mitgenommenen Sachen würde man auch auskommen. Also ja, im Großen und Ganzen ist es so abgelaufen, wie ich es geplant habe. Ein paar Feinheiten, ein paar Kleinigkeiten, die kann man nicht voraussehen. Die sind witterungsbedingt, körperlich bedingt, dann auch finanziell bedingt, oder man ist an gewisse Flug- und Fahrzeiten gebunden. Also so viel zu diesem Thema. Zu den Kosten. Meine Kostenschätzung in den Anfangsvideos hat ungefähr gepasst. Jetzt habe ich die genauen Kosten. Also ich werde den Jakobsweg, oder ich bin jetzt 1/3 gelaufen. Also Start Pamplona Burgos. Die nächste Etappe ist Burgos León bzw. Astorga, und die letzte Etappe ist León Santiago oder Astorga Santiago. Es sind alles Großstädte, also es sind ungefähr so 10 Tagesetappen in diesem Bereich. Also wenn man Pamplona, Santiago durchläuft, hat man circa 30 Tage, jetzt auch mit etwas Weitblick gesehen, zu tun. Also 4 bis 5 Wochen. Je nachdem. Ja, zu den Kosten. Die Kosten beginnen, ich will jetzt einmal sagen, man muss sich um seine Ausrüstung kümmern. Das ist Rucksack, das sind Hosen, Leibchen, Jacken, Kopfbedeckung. Viele haben das zu Hause, einiges muss man neu kaufen, auch schon wegen des Gewichtes. Man kann jetzt nicht alles mitnehmen, was man zu Hause trägt an Kleidung, einfach wegen der Gewichtsersparnis und auch wegen der Schweißbildung vielleicht. Man braucht eine andere Kleidung am Jakobsweg, wie auch immer. Also das kann ich jetzt in Euro nicht beurteilen.
zu 90% hatte ich alles zu Hause. Was mir damals gefehlt hat, war wirklich die Unterwäsche, die habe ich gekauft. Rucksack hatte ich auch alles, das kann ich jetzt nicht beziffern. Also das sind jetzt einmal die Kosten, damit man überhaupt starten kann, die Bekleidungskosten bzw. die Gepäckkosten. Ich habe es dann so gemacht, dass ich mein Gepäck mit einem Paketdienst nach Pamplona geschickt habe. Kosten 21,90 €. Habe mir dann einen Flug gebucht, Wien-Madrid, mit einer Billigfluglinie, also einer der billigsten am Markt, mit ca. 110 €. Man muss dann mit dem Auto, bei uns geht es nicht anders, zum Flughafen anreisen. Würde die Treibstoffkosten jetzt mit 30 € beziffern. Habe dann einen günstigen Parkplatz genommen, von dort muss man aber mit dem Taxi zum Flughafen fahren. Taxikosten Pauschale 15 € zum Flughafen. Wenn man in Madrid ist, so war es dann bei mir mit dem Schnellzug nach Pamplona, Kosten etwas über 20 €. Muss jetzt noch sagen, vom Flughafen zum Bahnhof hat es pauschal das Taxi 30 € gekostet. Könnte auch mit der U-Bahn billiger gehen, das habe ich dann nicht abgecheckt. Es gibt aber einen Pauschalpreis Taxi-Bahnhof mit 30 €. In Madrid gibt es 2 große Bahnhöfe, also ich bin mit dem Taxi zum Bahnhof. Dann wie gesagt mit dem Zug nach Pamplona. In Pamplona habe ich mir schon zu Hause ein relativ günstiges Hotel in der Innenstadt gebucht. Das hat 66 € die Nacht gekostet. Es gab jetzt kein Hotel mit Zimmer, das in der Nähe des Caminos günstiger war, sagen wir es so. Also das sind die Anreisekosten. Die Kosten auf dem Camino haben sich bei mir mit ca. 30 bis 50 € pro Tag zu Buche geschlagen. Das sind Lebensmittelkosten, Getränkekosten, Unterkunftskosten. Sonst hatte ich keine Kosten, einmal eine Spende von 2-3 € innerhalb der 10 Tagen, also man muss mit 30 bis 50 € pro Tag rechnen und da ist man noch lange kein Luxuspilger. Da hat man eventuell nur einmal am Tag gegessen, beziehungsweise gar nicht. Also die Rückfahrtskosten gestalteten sich dann so, dass ich in Burgos wieder ein Hotel nahm mit
44 Euro. Habe dann mein Gepäck nach Hause geschickt, was verhältnismäßig extrem teuer war, mit 60,80 Euro. Die Portokosten sind eine Frechheit von Spanien nach Österreich. Da muss man sich schon überlegen, ob man nicht 2/3 der Bekleidung einfach wegwirft und den Rucksack mit ein paar wichtigen Sachen als Handgepäck mit nach Hause nimmt, ohne Aufpreis. Also das ist schon zu überlegen. Habe dann in Burgos zum Bahnhof kein Taxi genommen, weil ich Zeit hatte. Das waren ca. 40 Minuten Fußmarsch. Bin vom Bahnhof Rosa de Lima nach Madrid-Chamartin mit dem Zug. Diese Zugfahrt war aber teurer als die Hinfahrt nach Pamplona. Hat in der ersten Klasse 35 Euro gekostet. Keine Ahnung, wieso die Zugfahrt teurer war. Es waren weniger Leute im Zug als Madrid-Pamplona. Also die erste Klasse Abteil war zu 10% nur belegt. Alle anderen Sitze waren frei auf der ganzen Strecke. Bin dann von Madrid in meine Unterkunft gelaufen, war dort circa etwas über eine Stunde unterwegs in der Stadt. Hätte auch mit der U-Bahn fahren können, hinterher bin ich aber zu Fuß gelaufen. Habe dann für dieses Zimmer in der Nähe des Flughafens auch etwas über 40 Euro bezahlt. War ein relativ günstiges Zimmer, aber man muss hier technisch auf Vordermann sein, weil es eigentlich ein Selbstbedienungshotel ist und man nur online und mit Codes in die Zimmer kommt. Also hier muss man technisch etwas versiert sein. Bin dann mit der U-Bahn zum Flughafen, weil es vor dem Hotel gleich eine U-Bahn-Station gab. Bin mit der U-Bahn zum Flughafen, habe dort 7 Euro bezahlt. Man kann mit dem Ticket den ganzen Tag in Madrid mit der U-Bahn fahren. Also es gibt auch kein günstigeres Ticket. Also anscheinend gibt es nur dieses. Ja, bin dann zum Flughafen. Also der Rückflug Madrid-Wien hat 80 Euro gekostet. Also nur mit Handgepäck, war wesentlich billiger als der Hinflug. In Wien dann das Taxi wieder zu diesem Park-and-Fly-Parkplatz hat auch 15 Euro gekostet. Und ja, also dann die Nachhausefahrt mit dem Auto, also das sind die Treibstoffkosten, die ich pauschal mit 30 Euro beziffere.
Also mit den Fixkosten, das kann sich jeder dann zusammenrechnen. Der Camino ist kein günstiger Spaß, er ist auch nicht extrem teuer. Man hat im Prinzip seine Fixkosten, die man zwangsläufig bezahlen muss. Ja, zum Thema Gepäck. Also ich habe circa einen 38 oder 40 Liter meinen Militärrucksack von Essl, wird nach wie vor produziert, kann man auch neu kaufen. Habe einige Sachen mitgehabt, die man nicht braucht dabei. Also 1/3 des Gepäckes hätte ich mir einsparen können. Was man unbedingt braucht, ist ein Schlafsack. Ohne Schlafsack geht es fast nicht. Auf was man verzichten kann, ist Reservewäsche, also nicht zu viel mitnehmen und auf so manches Kleinzeug wie Gürtel. Ich hatte einen Gürtel mit, aber 3 Hosen, bei denen man keinen Gürtel braucht, also für was einen Gürtel mitschleppen. Ja, ein Reiseführer habe ich dann weggeworfen, das Reisebüchlein. Ich habe auch 2 Pullover mit, einer reicht, einen habe ich weggeworfen, der war schon etwas älter. Ja, also beim Gepäck weniger ist mehr. Hier vielleicht, dass man vielleicht etwas mehr Getränke mitnimmt im Rucksack, anstatt irgendwelche Kleidung, die man nicht benötigt. Man kann in jeder Herberge seine Kleidung waschen. Wenn man richtige Kleidung hat, kann man diese auch 2-3 Tage anziehen, ohne dass man stinkt. Das muss aber jeder selbst wissen. Und vor allem beim Schlafsack hat man also hier keine Winterschlafsäcke mitnehmen, es reichen leichte Sommerschlafsäcke mit 1 Kilo. Also ich habe Leute gesehen, die haben Schlafsäcke mit 3 Kilo mit. In dieser Größe nur Gewicht und Belastung. Ja, zum Thema Wetter. Ich bin Ende Oktober gestartet. Optimal wäre Anfang Oktober. Es war dann fast schon zu kalt. Habe jetzt auch nur 1/3 gemacht. Für alle, die jetzt den Camino fertig gehen, die haben schön zu tun mit dem Wetter. Es ist sehr stürmig und es regnet auch häufig. Also mit der Kälte ist das gar nicht so das Problem, aber mit dem Sturm und mit dem Regen. Also hier vielleicht Ende September, Anfang Oktober starten. Es hat dann auch noch öfter Herbergen geöffnet, also es haben noch fast alle Herbergen dann offen und nicht geschlossen, so wie es mir ergangen ist. Zu den Stempeln. Stempel bekommt man überall, in jeder Bar, in jedem Hotel, in jeder Unterkunft, in jeder Post, in jedem Geschäft, fast jeder Kirche. War auch in Kirchen, wo es keine Stempel gab, sofern die Kirchen überhaupt offen haben.
Es haben wirklich nur die größeren Kirchen offen, kleinere Kirchen ist alles versperrt. Also man bekommt in jeder Einrichtung, Institution, Lokal, wo man hineingeht, einen Stempel. Es gibt dann diese offiziellen Camino-Stempel, Selo geschrieben, Seo gesagt, 2L sagt man J, Seo, das sind die Stempel. Es gibt die offiziellen Stempel, die sieht man, die sind rundlicher, bekommt man meist in Herbergen und Kirchen. Es gibt dann andere Stempel in diversen Lokalen oder Hotels. Das sind ganz einfach, ganz normale Hotelstempel. Also Visitenkartenstempel, wie man diese nennt. Ja. Aber erfüllen ihren Zweck, es sind Stempel. Ich habe nur für einen Stempel freiwillig einmal eine Spende gegeben, alle anderen Stempel waren gratis. Auch der eine wäre gratis gewesen, da habe ich 50 Cent gespendet. Die Unterkünfte, also Preis-Leistung bei den Unterkünften, ich habe den Eindruck gehabt, je billiger die Unterkunft, desto besser. Hier kann man überhaupt keinen Standard festlegen, beziehungsweise auch keinen Preis nennen. Die Mehrbettunterkünfte kosten die billigste war 9 Euro, für die Mehrbettunterkünfte die teuerste 18 Euro. Dann ab 20 Euro gibt es dann Zweibett- oder Einzelzimmer, also zwischen 20 und 50 Euro, je nachdem. Nur bei den Unterkünften, bei den Mehrbettzimmern hatte ich den Eindruck, dass für mich persönlich die billigeren einen besseren Standard hatten als die preislich wesentlich teureren. Man kann auch keinen Unterschied öffentliche Herberge, private Herberge feststellen. Mittlerweile habe ich die Meinung, dass die öffentlichen Herbergen einen besseren Standard haben, anscheinend auch offiziell anders überwacht werden als private Herbergen, dass öffentliche Herbergen einen gewissen Standard haben müssen und auch kontrolliert wird, was bei privaten anscheinend nicht der Fall ist. Also bei den Herbergen muss man sich wirklich auf sein Bauchgefühl verlassen, beziehungsweise wenn man unbedingt ein Bett braucht und man hat nichts anderes, nimmt man was zur Verfügung steht. Gewichtsabnahme, also grundsätzlich nimmt man am Camino ein Gewicht ab. Ich habe in 10 Tagen 7 Kilo verloren. Zum Thema Pilgertypen, also Menschentyp, als ich vor kurzem auf dem Camino war, habe ich wirklich
religiös motivierte Pilger, also die es auch offensichtlich zugeben oder dazu bekennen, keinen einzigen getroffen. Also wirklich keinen, der optisch so aussah und auch verbal sich dazu bekannt hätte, wegen seines Glaubens zu pilgern. Was noch eher war, dass einige Asiaten und Südamerikaner wegen des Glaubens pilgern, aber auch nicht so ernsthaft. Die anderen, die ich am Camino getroffen habe, sind einfach Universalpilger, so wie ich. Man schaut in eine Kirche und sieht dies und jenes Sehenswürdigkeit, aber der Hauptgrund ist einfach, man will den Camino bezwingen, eher aus Ehrgeiz und aus sportlicher Sicht. Also 2/3 der Pilger sind wirklich unterwegs, weil sie das machen wollen, weil es aktuell ist, weil es sportliche Fitness bringt. Also das ist 2/3 oder mehr als 2/3, sagen wir 80% der Pilger in der heutigen Zeit. Die anderen 20% oder noch weniger mögen wirklich wegen des Glaubens pilgern, aber aus Erfahrung, wie ich jetzt gesehen habe, sind weit über 80% Sportpilger, Urlaubspilger und Touristenpilger. Ja, natürlich gibt es dann diese Gepäcktransporte, es fahren auch Busse. Habe auch einige gesehen, die ohne Rucksack laufen, die lassen ihr Gepäck schicken. Komischerweise sind das vor allem junge Leute. Habe auch Leute gesehen, die ihr Gepäck geschickt haben, ohne Gepäck gelaufen sind und nach einer Tagesetappe komplett fertig waren. Und ich bin mit schwerem Gepäck gelaufen und war bei weitem nicht so bedient. Keine Ahnung, was die alle machen. Es laufen auch ältere Leute, also wirklich alte habe ich auch nicht gesehen. Also ich wage mal zu behaupten, der älteste, den ich gesehen habe, war 75. Also Leute auch zwischen 60 und 70 laufen mit ihrem Gepäck und lassen es nicht schicken. Ich habe dann eine getroffen, also immer wieder, die ist mit dem Bus von Etappe zu Etappe gefahren, ist circa 2 Kilometer vor der Herberge ausgestiegen und zu Fuß in die Herberge gelaufen. Hat natürlich auch ein Zimmer bekommen. Was jetzt der Grund war, wieso die immer mit dem Bus gefahren ist, keine Ahnung. Ich nehme an, sie hat irgendetwas am Fuß, obwohl ich andere Leute gesehen habe, die 90% mehr Beschwerden hatten als die Dame und zu Fuß gelaufen sind mit Gepäck. Also es ist jedem das Seine. Was mich etwas wurmt, ist, dass im Endeffekt
alle die gleiche Urkunde bekommen. Ob alles mit dem Auto oder Bus gefahren oder alles zu Fuß gegangen, die Urkunde ist die gleiche. Kann man auch den Ausstellern keinen Vorwurf machen, denn wenn der Ausweis vorgezeigt wird, müssen sie eine Urkunde ausstellen. Wie die Stempel zustande gekommen sind, ist im Prinzip nicht nachvollziehbar. Ja, meine neue Planung, es geht wahrscheinlich Ende Februar wieder los. Wie gehabt, Flug Wien-Madrid, Schnellzug Madrid-Burgos, wieder ein Hotel, Gepäck vorausgeschickt und dann geht es auf den Camino. Bis León oder Astorga, beide Städte haben eine Zugverbindung. Das muss ich dann zeitlich abchecken, vermutlich Astorga, dann wieder zurück Madrid und Madrid-Wien. Im Prinzip, da ich jetzt die Flüge, vor allem den Hinflug, früher buche, kostet dieser ca. nur 50 € statt etwas über 100. Also es ist relativ günstig. Also das ist die Planung für das Frühjahr bzw. nach dem Winter. Und ich möchte auch noch versuchen, im nächsten Jahr, Ende September, Anfang Oktober, die letzte Etappe nach Santiago zu schaffen, damit ich die Sache ein für alle Mal erledigt habe. Es wird eine einmalige Sache sein. Ich werde den Camino sicher nicht ein zweites oder ein 10. Mal laufen. Bringt mir nichts, habe ich auch nicht die Zeit, das Geld und den Willen dazu. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Andere können den alle Jahre laufen, ist mir auch egal. Dann kann ich darunter einen Haken setzen. Dass ich eventuell irgendwann in ein paar Jahren ein paar Orte mit dem Wohnmobil abfahre, ist eine andere Sache. Also es gibt hin und wieder Plätze, wo es einem gefallen kann. Da könnte man eine schöne Urlaubsreise mit dem Wohnmobil planen. Eine Spanienreise, eine schöne, ist kein Problem, aber ist ein anderes Thema. Hat jetzt nichts mit dem Jakobsweg im engeren Sinn zu tun. Es sind einfach Urlaubsziele, die im Hinterkopf bleiben. Ja, so viel war das jetzt das Schlussvideo zur ersten Etappe. Im Hintergrund läuft bereits der Videoschnitt für die Camino-Videos der vergangenen Etappe. Ist alles aufwendig zu gestalten. Sollte jemand Fragen haben zu dieser Etappe oder ich kann die anderen 2/3, die noch ausstehen, kann ich keine Frage beantworten. Ich kann jetzt nur Grundsatzfragen zum Camino beantworten, beziehungsweise Fragen zum Video oder zu den Videos, vielleicht ein paar Tipps geben. Wenn ihr etwas wissen wollt, schreibt es in den Kommentar. Ich beantworte es dann entweder im
im Kommentar, oder sollten es wirklich mehrere Fragen sein, mache ich noch ein Video-Update zu den Fragen. Aber in diesem Sinn hören wir oder sehen wir uns vermutlich beim nächsten Camino-Video, und das wird Ende Februar sein. Werde dann direkt mit dem Video am Camino starten, werde kein Vorbereitungsvideo machen, sofern nichts Wichtiges dazwischen kommt. Also werde auch dicht Test gehen. Habe gesehen, die Etappen sind bei etwas körperlicher Fitness zu schaffen. Habe aus diesem Abschnitt gelernt oder aus der Vorbereitung und werde das jetzt bei der zweiten Etappe nutzen. Werde ein paar Ausrüstungsgegenstände austauschen. Das wird ein modernerer, bequemerer Rucksack sein. Das wird ein neuer Regenponcho sein. Das werden Silikonüberzieher für die Schuhe sein. Eventuell eine andere Regenjacke, das kann ich noch nicht sagen. Ansonsten wird das nichts Aufregendes sein, was ich austauschen werde. In diesem Sinne war das Ende vom ersten Drittel meines Caminos. Bis zum nächsten Jahr mit den Camino-Videos. Euer Happy.